So, einen wunderschönen Freitag. Morgen euch allen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, Maus ist wieder am Start. Ja, gestern ein bisschen zu tun gehabt und ja, habe ich mir gedacht, dann mache ich mal morgen Stream frei. Und ja, heute machen wir auf jeden Fall weiter mit Sherlock Holmes, der Awakened. Wir haben ja Kapitel 1 und 2. Ich habe das war die rote Nacht gewesen. Und ja, wir waren auf jeden Fall in so einer Vision gewesen. Weil das soll ein bisschen, dieser Teil erinnert mich ein bisschen an Call of Cthulhu, weil das ist ja auch ein Cthulhu-Mythos, habe ich mich informieren lassen. Das ist ja ein Remake von 2006, glaube ich. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir sind jetzt bei dem Institut Schwarzes Edelweiß und es ist ja eine Anstalt halt und wir suchen ja immer noch nach den, äh, ich weiß nicht, wie der Name jetzt heißt, hier oder so. Mal gucken, ob wir ihn finden werden und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Auf jeden Fall vielen Dank für die Likes und die Abos. Vielen, vielen Dank auch an ein Abo, wo mir leider nicht angezeigt wird. Wer auch immer es ist, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Abo. Und ich würde sagen, wir starten auch mal rein. Ich bin schon gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Ich hoffe ihr auch. Dann schaut gemeinsam mit mir. So. Oh, was war das jetzt? Ja, eben hatte ich irgendwie keinen Ton gehabt. Deswegen musste ich komplett den Stream neu starten. Also, heute ist ein bisschen der Wurm drin, aber passiert. So, Fenstermodus. Endlich wieder Wochenende. Ich freue mich. So schnell geht die Woche wieder vorbei. Okay, wir hatten ja Montag Feiertag, dann waren es glaube ich nur 4 Tage und kurze Woche kann man sagen. Ups. Ja, das da. Was hängt jetzt hier? Gucken wir da mal zusammen jetzt. So. Ich habe ja ab Kapitel 3 habe ich ja abgespeichert letztes Mal, dass ich dann direkt da weitermachen kann. Mhm. Stimmt, das speichert auch manchmal automatisch. Das ist manchmal doof, wenn es automatisch speichert, weil an der Stelle, wo du nicht mehr neu laden kann manchmal. Aber naja. Ähm, guck noch lieber kurz meine Kamera zur Seite, bevor ich auf einmal ein neues Spiel anklicke. Fortsetzen. So. Ja gut. Ich hoffe, ich sitze hier oben bequem. Wenn nicht, muss ich hier nach unten. Gut. Schauen wir uns das mal an. Das blendet mich so extrem. Also ich bin schon hier drin. Okay, ich bin jetzt mit Watson. Ein Besucher aus dem Weltraum, glühender Meteorit in Arkham eingeschlagen. Schau mich erstmal hier um, ein bisschen. Da.
Medikamentenraum. Ja, gibt's sonst nichts. Dann reden wir jetzt mit der Dame an der Rezeption. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? Gygax. Das ist richtig. At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten Day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. That man, well, the real Amos Colby lies 6 feet under in London. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to get wish to to the recuperate, truth, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency? How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy Gygax. to answer your questions. Gygax, das ist ein in the Name. examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in Wow. Was geht denn da ab? Es geht ja schon richtig actionhaft ab. Oh. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Oh. Was macht ihr mit uns Search him jetzt? thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Einfach Berührungsmittel geben. Luciane Lemp. Na, Belohnung freigeschaltet, okay. Oh, sind wir hier so? Boah, das schneit aber hier. Unverkennbarer Geruch von Alkoholismus. Sind sie wie ich einfach heranmarschiert oder hat man sie von der Straße aufgelesen? Oh, ich hasse das Schnarchen. Oh, ich hasse das Schnarchen sowas von. Ich überspringe, ich mag keine Schlösser knacken. Schnell wie raus hier von Schnarch.
Ding. Truncheon, not the typical tool for a nurse. Durchgangszelle. Ermittlungsort gefunden. Oh, Patienten von Trakt A. Patient Elois K. Dermatomanie. Täglich die Nägel schneiden, nicht die Hände von Fesseln lösen, selbst wenn sie nicht aufhört zu schreien. Maurizio H. Manie Destination. Nach dem Vorfall mit den Pflegern wurde ein einwöchiges Heilfasten verordnet. Josephine erwähnen, damit er umgänglich ist. Mariana W. Hysterie. Die Dosis so lange erhöhen, bis sie ihr Kind vergessen hat. Selbst starke Benommenheit ist unter diesen Umständen hinnehmbar. Nils Diagnose Nervenzusammenbruch. Anmerkung: Keine Besuche erlaubt. Alle für den Patienten eingehende Briefe sind zu vernichten. Oh, was für Spritzen. Very sturdy. I might borrow it. Wollen wir jetzt jemanden auch hier spritzen oder was? Hennes Winkler. Leonel Reichert. You there! I command you to free me at once. I'm da. not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me. The goal. The impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. Drauf dich geguckt. Ah, jetzt kann ich hier gucken, na toll. Also, wir haben hier irgendwelche Flaschen. The final product, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. Any chemist would envy the quality of this equipment. Yes, was? Raw materials used to formulate medicine. With this equipment, they can create any type of medication. Spritze habe ich genommen. Habe ich schon gelesen. Okay. I command you to let me out. Aber den kann ich. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Lagerraum.
Okay, den Brief habe ich jetzt schon gefunden, glaube ich. Ja. Gut, jetzt gehen wir in Trakt B. Trakt B. Wie geht man? Block A. Ich glaube, wir müssen über den Lagerraum, ha? Ich glaube, wir müssen hier durch. Oh, Lagerraum. Was gibt's hier? Das ist irgendein Brief. Oh, Mitteilung von Professor Becker, Professor Gigex. Ich habe starke Verätzung an meiner Hand davongetragen. Letztlich die Folge ihrer unschuldbaren Vorgehensweise bei Gerdes Verhandlung, meine darauffolgenden Sitzungen, mit der ihr endet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Die arme junge Frau war so verängstigt, dass sie sich weigerte, mit mir zu reden. Als ich versuchte, irgendwie zu ihr durchzudringen, begann sie damit, wild um sich zu schlagen. Moment, ganz kurz. So. Begann sie mit, dabei verschüttet sie eine chemische Substanz, die auf meine Hand geriet. Was sie Gerda angetan haben, wird sich nicht wiederholen. Sie sollen wissen, dass ich ihre Behandlungsmethoden für die reinste Barbarei halte. Wenn sie, wie sie so kühn behaupten, eines Tages an der Spitze meines Instituts stehen wollen, müssen sie meine hohen Anforderungen gerecht werden. Enttäuschen Sie mich nicht, noch einmal. Professor Becker, Leiter des Instituts Schwarzes Edelweiß. Was haben wir? Hier ist noch was. Tubes of varying diameters. Interesting. Was ist das hier? R.G. Hill, Dr. Connolly. It appears that all the psychiatric classics were banished here. John Sallow, the Tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Gedankenmanifestation. Cool. Das habe ich gelesen. Das ist auch schon fertig. Das auch. Jetzt da, so. Ich will ganz Zeit lang Geräusch. Oh. This photo was damaged, seemingly by oil. Ich beiße Öl. Kann man es noch drehen? Ja. I can make out the names listed here. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Was ist das hier? Looks like it's still operational. Auch noch was. A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Okay, Bücher habe ich alle. Das habe ich auch. Ich will alles nicht übersehen. Ach, hier ist noch was. Painting in a mental institution. Vogel would be delighted. Vogel. Okay.
Gut, ich schrubb den Boden. Untersuchungsraum. Karte. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Ich gucke immer gerne hier erstmal um. Was ist das hier? Schwarzes Edelweiß. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Build up a tolerance. Kann ich die Bücher nicht gucken? Da komme ich gar nicht rein. Hm? Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Darn. No way I can get past him without being noticed. Blockierter Weg nach oben. Okay. Das heißt, wir können da nicht vorbei. Ups. Da geht nochmal ein Gedankenspiele rein. Ich habe, glaube ich, irgendwas noch vergessen. Weil ich habe noch nichts an Gedankenspiele bekommen. Okay, ich schaue mich nochmal um. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. 100%ig. Ich sollte gleich nochmal... Hier habe ich alles geguckt. Ich gehe nochmal runter. Irgendwas habe ich vergessen. My comrades in Paris shall hear about this. Jetzt mal alle an. Aber ich habe doch bestimmt alles. Achso, ich kann auch das machen, na toll. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Das habe ich auch gemacht. Das Gemälde ist fertig. Die Bücher habe John ich Sallow, the auch. Tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. Das habe ich auch. Hier oben gibt es nichts mehr. Man kann so leicht immer Sachen übersehen. Deswegen gucke ich mich noch mal hier um. Das Buch habe ich auch. Ja, ich habe ja alles so weit auf dem Tisch. Auch alles. Was habe ich noch vergessen? Ich auch alles spritzen. What was that? Is someone there? I'm sure I heard something. Hier ist Block B. Who's there? Show yourself. Hey, what are you doing? Was?
einfach jetzt alles weg jetzt von meinen Sachen oder was? Ei. Oh Gott, schau, was nicht alles weg jetzt. Durchgangszelle. What was that? Is someone there? Zugang, okay, ist blockiert. Also ich darf überhaupt nicht da lang. Aber irgendwas habe ich doch bestimmt hier übersehen. Medikamentenraum. Im Lagerraum war ich auch, da gab es nichts. Ja. Ich habe hier alles durchsucht. Komisch. Weil eigentlich sollen ja Gedankenspiele kommen. Aber das Problem ist, hier kommt gar nichts. Vielleicht da oben irgendwas noch. Nein. Dann kann ich nicht da vorbei. Da mal. Gibt's auch nichts. Komisch, echt. Ah, hier ist was. I'd rather not sit in this chair ever again. Jetzt kommt Gedankenspiel. Ich hab's. Ich wusste, ich hab eine Sache vergessen. Mit einem provisorischen Zugang zu Trakt B blockiert. Ich könnte die Pflege mit Hilfe einer provisorischen Blasrohrs aus sicherer Entfernung betäuben. Vielleicht eignet sich ja eines der Rohre aus dem Lagerraum dafür. Ist alles fertig? Okay. Cool. Gott sei Dank geschafft. Dachte schon, hey, was ist jetzt los hier? So in so einem Lagerraum. Was gibt's hier? Ein Rohr. Hier ist was. This should suffice. Perfekt. Jetzt können wir den, glaube ich, außer Gefecht setzen. Gute Nacht. Jetzt haben wir Zeit hier zum Gucken. This
This should be enough to avoid unwanted attention. So haben wir uns verkleidet. Manufactured and packaged here. This is the same narcotic substance that we found in London. Was gibt's noch hier? Ja, hier ist was. Oh, Brief an Mr. Schnitzer. Herr Schnitzer. Ich möchte Ihnen hiermit versichern, dass Ihr Sohn bei uns in guten Händen ist. Seine unverhofft aufgetretene psychische Störung ist in unserem Institut behandelbar. Gewiss liegen Ihnen das Wohlergehen Ihres Sohnes ebenso am Herzen wie mir und ich bin zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Bemühungen zu raschen Heilerfolgen führen werden. Die Unterbringung unserer Arzneimittel in Ihrer Lagerhalle ist dabei von großer Wichtigkeit. Wenn es Ihnen gelingt, die Aufmerksamkeit der Behörden von diesen kostbaren Fracht abzulenken, steht eine baldige Genesung Ihres Sohnes nichts im Wege und Sie werden ihn wieder gesund und munter in die Arme schließen können. Mit freundlichen Grüßen, Professor Gayax. Auf Gerda Schrift. Gerda. Wer ist hier Gerda? Go away, or I will tear your lips from your skull with my fingernails. Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda. Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Ermittlungsort. Wäscherei. Okay, also werden Wäsche gewaschen. Im Ofen. burnt in the furnace. Verbrannter Stoff. Ah, hier. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. Hier noch. The garments of several dozen people at least. Quatsch.
Und die waren nur mit der Hand gewaschen hier. Eine Puppe. Oh. Puppe sieht nicht mehr so. So you're Heidi. I didn't realize I was on Haunted Doll Watch. Eine Puppe. Ich dachte, es wäre eine Frau. Und die meint mit Heidi. Der schaut fast aus wie eine Voodoo-Puppe hier. Aus Stroh. Okay. Was muss ich da noch machen? Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. Was ist schon überhaupt hin? Moment schon mal. Jetzt habe ich mich hier verlaufen oder was? Gott. Ah. Medizinische Versuchsergebnisse N4. Junger Erwachsener, männlich, niederländisch. Eine willensschwache Versuchsperson, die bereit ist, für Belohnung zu tun, was man ihr sagt. Kräftige Statur, daher folgende Dosierung angewandt, 0,4 Milligramm. N5. Erwachsener, männlich, rumänisch. Die Versuchsperson leistet wiederholt Gegenwehr, weswegen im Vorfeld eine Verabreichung herkömmlicher Beruhigungsmittel nötig war. Sobald sich die Person beruhigt hatte, reichte die Maldosierung aus 0,2 Milligramm. N6. Erwachsener, männlich, Ainu aufgrund unverständlichen Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der mächtigen Statur reichte eine geringe Dosierung aus 0,2 Milligramm. N7. Junger Erwachsener, männlich, Maori aufgrund unverständliches Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der überdurchschnittlichen Größe war eine dementsprechende hohe Dosierung nötig, 0,8 Milligramm. Zusammenfassung: Alle Versuchspersonen sind in guter körperlicher Verfassung und unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit der Sprache gefügig. Weitere Versuche sind erforderlich. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Liegt irgendwas? Etwas ragt heraus. Okay. Ein Kreuz. An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps.
war ich auch schon. Blut von oben aufgeschlagen. Verfärbungsstarker Chlorgeruch. This stretcher was disinfected frequently. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. Ugh. This is the same design as the one from London. I doubt that one could survive such a journey with this little water. Gibt's da irgendwas noch? Hier ist was. The kidnappers even provided airflow. How generous. This Ja, trip was prolonged, großzügig, ne? perilous. Ist auch noch eine Kiste. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Kratzer, abgebrochene Fingernägel. Uh. Substantial blood loss. Och, One poor soul found another way out. Eieiei. Hier ist noch. The stamp on this crate confirms it came Oh, from etiquette. America. That's quite a distance to travel. Ich dürfte eigentlich alles jetzt hier gefunden haben. The doors can be opened for deliveries. Ah, muss ich das ja machen, okay. Kann man das so lassen? Erst und zwei ist falsch, okay. Das hier ist zwei. Nicht so. Immer noch falsch. Wo findet sich denn eins? Eins ist hier Tor oder was?
Okay. Kann ich hier nichts drücken? Da fehlen auch Hinweise oder was? Hey. Was fehlt da noch Hinweise? Ich hab doch hier alles durchsucht. Fehlt hier irgendwas noch? Gut geguckt. Hier ist aber sonst nichts mehr. Ich kann mich ja trotzdem noch mal umschauen, aber ich habe eigentlich alles durchsucht. Also einmal habe ich auch was vergessen gehabt und ich kam dann erstmal nicht weiter. Irgendwo eine Schrift soll georgisch sein. Hier gibt's nichts. Ich habe jetzt alles hier durchsucht. Hier lag das Kreuz drauf. Ah, hier ist was. Auf Georgisch geschrieben. Auf Georgisch geschrieben, okay. Jetzt kann ich vielleicht was machen, oder? Yes. ein Hinweis hat gefehlt und jetzt stimmt's. Perfekt. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. The
but all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Von deutlich Sommers und den Röhrten, ich weiß nicht, Institut das Geistkranke und Suchtverhalten spezialisiert ist. In der Nähe des Hintereingangs muss sich irgendwo eine Geheimtür befinden. Okay. Das hier. Ups. Zugeschweißt. Das heißt, wir können da nicht vorbei, oder was? Das hier. Die Kratzer. Scratches. Something has been moved through here. Grundvertiefung riecht nach Maschinenöl. This seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. Speicher das mal. Moment. So. Nee, besser nicht. Das hat er, glaube ich, jetzt schon automatisch gespeichert. Gut, gehen wir mal zur Gerde zurück und geben ihr die Puppe Heidi wieder. Ist die hier? I will make them pay for what they did to Heidi. I shall leave you two to get reacquainted. Hm. I will make them pay for what they did to Heidi. Ich habe Heidi gefunden. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? Wo sind die ausländischen Patienten? Tell me all you know about those funny talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. Die machen so komische Geräusche.
Hört an wie Professor Gygax diese seems Lurker. to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was alright. Wie öffnet man die Höllenpforte? I found Hell's Door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please, I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. I shall leave you two to get reacquainted. Ermittlungsort gefunden. Wo war dieser Wäscheraum nochmal? Der war doch auch hier in der Nähe. Ich hab hier umbefugt. Hier. Oh. Lose Knöpfe. Was steht hier? Heidi. Heidi. Okay. Was haben wir jetzt bekommen? Knöpfe oder was? You're going to be good as new. Lagerraum. Wo war nochmal der Lagerraum? Oh je. Was ist hier der Lagerraum? Hier ist ein Lagerraum. Was? Der ist nicht der Lagerraum. Das war der andere. Hier rum. Hier dran. Hier ist was. Bauklebstoff. Etwas rostiges. Etwa Rostignägel. Und Kleber. Okay. Gerne die Puppe zurückschalte, wo es war, oder? Klebt auf den Licht. Ich habe da eine nötige gefunden, damit. Okay. Jetzt können wir die Puppe reparieren. Ich kann vielleicht wieder zurückkommen. Hier durch. Will this help fix your friend? Give it to me.
How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Wow. Gerda, Aber I nee. have a couple of questions. Yes, I. Shut your dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Heidi, there are things I need some clarity. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. Gerdas Ausführungen. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again. Die macht Gänsehaut, ey. Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood and bits. You could, Hallo? but then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said And now I say tell him! the professor. She has a special key. Keeps it close and only brings it down when you people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever. Boah, Hilfe, ey. Das ist echt gruselig. Aber geile Effekte auf jeden Fall. So, wie gelange ich an den Schlüssel für die Höhlenpforte, Professor? Okay. Mhm. Das passt nicht, oder? Hm. Nummer 1 fehlt. Jetzt hab ich's. Watson könnte ihn suchen. Also, Watson um Hilfe bitten. Watson hält sich vermutlich noch im Besucherraum neben Professor Gygax Büro auf. Vielleicht gelingt es ihm, an den Spezialschlüssel zu gelangen und ihn mit Hilfe des Speiseaufzugs in der Küche nach unten in den Lagerraum zu befördern. Wie kann ich Watson um Hilfe bitten? Uff. Blockierter Weg. Watson um Hilfe bitten.
Mhm. Mhm. Jetzt. Eine Ablenkungsmanöver mit Watson um Hilfe bitten. Der Patient, der sich für Napoleon Bonaparte hält, könnte sich als nützlich erweisen. Wenn ich ihn aus seiner Zelle lasse, könnte das für so viel Aufruhr sorgen, dass ich die Gelegenheit erhalte, unbemerkt zu Watson ins Erdgeschoss zu gelangen. Okay. Wo ist der Napoleon gewesen? Das glaube, der war unten. Komme ich jetzt noch mal runter? Ich glaube hier durch. Hier lang. Hier. Keine Ahnung, das geht. Wenn du den Ort verlässt, kannst du nicht mehr zurückkehren. Erledige alles, was du hier noch tun wolltest, bevor du fortfährst. Du glaubst alles. Ich glaube, ich habe alles geschafft. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Josephine, me voilà. Catch him! Ach. Watson, over here. Holmes, what are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. Sagen Sie, was What los is ist. happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Also spielen wir mit Watson wieder. Gut. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Oh. Hübsches Zimmer. Oh, Pistole. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Aber wer weiß. Können wir trotzdem mitnehmen. Did a child make these? Heidi. Die Puppe oder was?
denn noch? Oder Sturm werfen. Was ist das hier? Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? Das frage ich mich auch. Sieht das hier draußen aus? Oh, wie schön, aber Vögel. Ja, cool. Was ist das für ein Raum? Ein Besuch aus dem Weltraum, glühender Meteorit in Arkham eingeschlagen. Hier war ich doch auch, glaube ich. Hier war ich doch schon. Verwaltung. Medikamentenraum. Rezeption. Das ist aber kein Verwaltungsraum. Moment. Hier ist Verwaltungsraum. Oh. Photograph seems recent. A commemorative photo album. falsch It's been a rum. while since I've been in one of these. Good lord, that's a lot of records. Oh. Professor Geigags Patientenprotokoll, Oktober 1879. Da eine intensivere Behandlung unerlässlich ist, wird mein Sonderpatient Herr Wolf ins Patientenzimmer 2 im Erdgeschoss verlegt. Alle anderen Patienten müssen aus meinem Terminplan gestrichen und anderen Fachkräften des Instituts zugewiesen werden. Der geistige Zustand dieses Patienten macht eine ständige Überwachung und gegebenenfalls ein sorgfältiges Eingreifen erforderlich, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Dezember 1879. Die notwendigen chirurgischen Eingriffe wurden erfolgreich durchgeführt. Die körperliche Genesung des Patienten ist noch im Gange. Er hat eine Obsession fürs Schreiben entwickelt, vermutlich eine Nebenwirkung des chirurgischen Eingriffs. Januar 1880. Der Patient bringt Namen aus seiner Vergangenheit zu Papier, ein klares Indiz dafür, dass er sein Erinnerungsvermögen teilweise zurückerlangt. Ein zweiter chirurgischer Eingriff ist erforderlich mit dem Schwerpunkt auf den Frontlappen und den Temporallappen. Februar 1880. Der chirurgische Eingriff verlief planmäßig. Das Veränderungsvermögen des Patienten ist auf weniger Minuten begrenzt, wenngleich seine Obsession fürs Schreiben erhalten geblieben ist. Die Gefahr ist gebannt. Der Patient muss jedoch täglich untersucht werden. Haben wir noch einen Hinweis? Okay. Ich glaube, wir haben jetzt ja auch alles durchsucht, oder? Ja. Was ist das hier? Patientenzimmer. Büro der Doktorin. Ah, Dr. Watson.
Just so. the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? In truth, I want to be a writer. Yet I often struggle to put pen to paper, to write anything that doesn't seem dull or hackneyed. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave. Was ist jetzt los? Already, Doctor? Ach, ich war in Gedanken versunken. How rude of me. I was absorbing your wise words, Professor, and must have got distracted. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Eigentlich bin mein Our Follower ja preparations rum. will take a little time. I Komm, will nix. come for you soon, Doctor. Ein, glaube ich. Egal. Okay. Ich würde mich jetzt mal hier draußen in diesem Garten umsehen. Hier geht's raus, okay. I don't want to guard Block B tonight. Keine Ahnung, warum mein letzter Follower nicht oben angezeigt wird. Miss? Na toll. Irgendwie spinnt heute alles rum. A visitor? No, you shouldn't have come here. Give it to me. No, I don't want to. Why not? Did you see my son? He's such a sweet boy. Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Ja, Sad that hübsch. they're caged here. Ja, die armen Tierchen, ne? I want them to fly. Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. I hear them scratching. Don't you hear it? Okay, draußen gibt es nichts Besonderes. Patientenzimmer 2, da waren wir auch noch drin, ne? Hör mal. Was haben wir denn hier? Gedichte eines Patienten. Oh, wunderschöne Alpenblume. Ich vermisse dich so sehr. Ich bin so nah und doch so fern. Wir sehen uns nimmermehr.
Ein Sturm erfegt durch meinen Geist. Zu denken fällt mir schwer. Gedanken einfach weggespült vom kalten, bösen Meer. Ich lebe hinter diesen Mauern, gefangen wie ein wildes Tier. Gefangen auch in meinem Geiste. Was wollte ich gerade schreiben? Es will mir plötzlich einfach nicht mehr einfallen. Reden wir mal mit, was sagt er hier? Bett. Reden wir mit dem. You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right. You don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we were. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson. Ja, finde ich auch. Jason den 87. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich hoffe, dir geht's But why am I gut. here, doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. So, wir beobachten den mal. Eine Gesichtshälfte ist gelähmt. Ja, danke, auch gut. Das Wetter könnte besser sein. Okay, es scheint jetzt die Sonne, aber jetzt hin und her ist manchmal echt noch nervig, aber ist okay. Hier ist noch was. 2 tiefe Narben. Wird noch was? Hautpigmentierung. Okay. Oh, wie süß. Mein Lurk-Zeichen. Ein Erwachsener mit 2 tiefen Narben auf einer Seite des Kopfes, die Hochwahrscheinlichkeit von einem chirurgischen Eingriff herrühren. Auf einer seiner Hände sind alte Verätzungen zu sehen. Einige von Mrs. Wolfs Gesichtsmuskeln sind gelähmt und seine Haut weist an mehreren Stellen blaugraue Pigmentstörungen auf. Wahrscheinlich hat er diese Symptome schon länger und wird deswegen im Institut Schwarzes Edelweiß behandelt. Die Behandlung schlug bisher jedoch nicht an. Krankbehandlung schlägt nicht an, krank aufgrund von Behandlungen. Aber das aber. Ja, ich habe auch 3 neue Emojis eingeführt. Also kannst du ja mal gucken. Ich habe eins mit so Hunden, also wie mein Avatar. Dann habe ich noch einmal No und einmal Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob die schon drin sind. Excuse me, who are you? Oh, never mind. Ah, cool. Sehr gut. Habe ich alles schon geguckt. Kannst dich mal ausprobieren. Wie kann Professor Gayax aus ihrem Büro gelockt werden? Wichtiger Patient. Warte mal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das hier.
Deshalb ist dein Lieblings-Emoji. Ermittlung. Irgendwas ist falsch hier noch. Das passt hier noch nicht. Yep. Dankeschön. Was fehlt hier dann? Patient. Bitte was, oder? Erstmal das hier. Ich habe bei dem anderen gibt es glaube ich noch nichts. Dicker Patient. Jetzt. Er ist Professor Becker. Also, wichtiger Patient. Es handelt sich bei dem Patienten namens Wolf um Professor Becker, den ehemaligen Leiter des Instituts Schwarzes Edelweiß. Er leidet nun unter starkem Gedächtnisverlust, ist jedoch noch des Schreibens fähig. Okay, können wir jetzt hier irgendwas noch machen? Ah, jetzt kann ich. Indem man sie hilft mit Doktor ablenkt. Wenn Professor Becker noch imstande ist zu schreiben, lässt sich Professor Gegax vielleicht Hilfe eines von ihm verfassten Briefes ablenken. Okay. Probieren wir mal. Reden wir mal mit dem. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget So ein everything, lustiger even Name. who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Das sind meine 3 neuesten. Ne, 4 neuesten. Ist nur voll klein, aber sieht das kaum. Professor Gygax ist grausam, inkompetent. Keine Ahnung. Dear Professor Gygax, your vile work has ruined countless lives through needless suffering. Your methods serve nothing but to show your own sick emotional state. Ihr Handwerk ist gelegt. You will be brought to justice, and the world will know your cruelty.
And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Okay. Gehen wir zurück zu der Direktorin. Küche. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Unbelievable. Kunz, with me. Yes, jetzt können wir halt gucken. Aber den da müssen wir... Okay. Kommen wir jetzt da rein? Ups. Okay. Hier. So, jetzt können wir es hier durchsuchen. Die Zigarette noch angelassen. Was ist das hier? Brieföffner, glaube ich mal. Ach, hier. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Hm. Professor Gygax Tagebuch. Dezember 1879. 3 Monate ist es nun her, dass ich das Institut Schwarz-Edelweiß von Professor Becker übernommen habe. Nicht alle Kollegen waren mit den neuen Regeln einverstanden. Da bin ich nun die einzige Professorin in dieser Einrichtung. Wie dem auch sei, ich werde einige kräftige Pfleger einstellen, um dem Personalmangel beizukommen. Zumindest kann ich nun ungestört meiner Arbeit nachgehen, ohne von engstirnigen Kollegen ausgebremst zu werden. März 1880. Die erste Überweisung von R ist eingegangen. Unsere Kooperation birgt Risiken, aber auch ungeahnte Möglichkeiten. Mai 1880. Die erste Lieferung von Auserwählten ist eingetroffen. Er hat aber wahrlich nicht übertrieben und Personen mit verschiedensten psychischen Eigenschaften bereitgestellt. Mir steht eine schwierige Aufgabe bevor, aber ohne Zweifel wird auch meine eigene Forschungsarbeit davon profitieren. So kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was gibt's denn noch? Ich kann mir auch noch was öffnen. Oh. Brief einer Bank in New Orleans. Sehr geehrte Frau Professorin, vor kurzem sind wir mit der Hilfe unseres gemeinsamen Bekannten in den Besitz einer Sammlung seltener Edelsteine gelangt. Diese Edelsteine wurden nun Juwelieren in Louisiana offeriert und ihre Kaufangebote lagen weit über dem von unseren Experten geschätzten Wert. Der vereinbarte Endpreis für die 11 Edelsteine betrug 12.550 Schweizer Franken. Wie von dem Veräußerer der Edelsteine gewünscht, erhalten Sie 2/3 dieser Summe, wobei das Geld wie üblich Ihren Anwalt überwiesen wird. Wie immer versichern wir Ihnen unsere absoluten Diskretion und freuen uns auf weitere Geschäfte mit Ihnen und Ihren
Illustren Gönner. Mit freundlichen Grüßen, Jeffrey Scott, Bankhaus EW, Cray, New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika, 9. Januar 1882. Was fehlt dann noch? Eins fehlt ja noch. Hier ist was. Stempel haben. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Okay, jetzt haben wir alles. Spezialschlüssel. Was ist das hier? Ich brauche wieder keine Hinweise, alle habe. Nothing special about this. Aber Hauptsache, ich habe das mitgenommen noch. Gut, wir gehen jetzt in die Küche. Weil da gab es ja so einen Lastenaufzug für Geschirr und so weiter, wo man die Küche transportieren konnte. Ich weiß aber nicht, wo war die Küche? Hier. Hier. Oh. Wir können uns aber auch hier kurz mal umschauen. Man hört hier schon die Fliegen. Ne? Aber hier gibt es nichts zum Betrachten. Okay. Kommt kleine Sequenz. Jetzt haben wir die Geheimtür aufgemacht. Oh. Wo sind wir jetzt hier? Einfach eine Schule hier. Oh. Abgebrochener Zahn, heller Zahnschmelz. Tooth of an adult male, likely lost in a beating. Only a couple of days old. Oh Mann, das gibt's hier doch. So. Nichts für schwache Nerven hier. Fußfesseln. Ketten aus Stahl abgenutzt. The inside of the cuff is worn. It's been used often. Oh. Watch. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Was wird das jetzt? Was ist das? A wax cylinder. There is something recorded on it.
Die machen mir irgendwie Angst. It's sealed tight. I can't exit the same way. Hey, soll es da irgendwo einen Brunnen geben? Nämlich ein bisschen wie an The Ring mit dem Brunnen. Oh, the smell. Oh. Was ist hier passiert? Okay, hier ist was. Dear God, is that Oh, oh body? Gott. Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Utterly inhuman. Blick in den Abgrund. Oh ja. Ach. Ich glaube, hier war noch eine Tür. Was ist hier? Ich kann auch noch kurz gucken. Was ist das hier für ein Brief? Handschriftlicher Brief. Werte Frau Professorin, vertrauen Sie meiner Führung dem Licht der Tiefe. Dieser Mann wird unseren Auserwählten die Erleuchtung zuteil werden lassen. Sorgen Sie dafür, dass er zugegen ist und unsere Auserwählten ausschließlich die heiligen Worte aufsagen. Dann wird die Trance beginnen und wir werden dem jenseitigen Universum einen Schritt näher sein. Ihrer Arbeit kommt dabei eine große Bedeutung zu, da viele Schafe unserer Herde nicht unsere Sprache sprechen und die Zeit drängt. Ich würde es für ratsam halten, in Gruppen zu arbeiten und eine Woche lang mindestens eine Sitzung pro Tag abzuhalten. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, die skeptischsten und widerspenstigsten Auserwählten mit Maßregelungen auf Kurs zu bringen. Ich denke, ich kann mich da voll und ganz auf sie verlassen. Was mich betrifft, so werde ich in der Zwischenzeit weiter an einer Methode arbeiten, den Trance-Zustand mit Hilfe von Lichtwellen, erzeugt von Skylight-Linsen, aufrechtzuerhalten. Im Übrigen werden meine Männer in New Orleans mit Ihnen Kontakt aufnehmen, was die nächste Lieferung von Auserwählten betrifft. Schaffen Sie wie beim letzten Mal ausreichend Platz. Er. Aber was ist das hier für eine Formel? So ein Telegramm ist das. Telegramm aus New Orleans. Die Bank hat die Edelsteine. Mein Meister hat mir aufgetragen, die ersten Auserwählten zu liefern. Sie werden in etwa 2 Wochen eintreffen. Enttäuschen Sie uns nicht. Ah. Und wo ist B? Was brauche ich noch? Die Schlüssel hier. Glänzender Schlüssel. Was ist das hier? Looks as if it's been recently used. Jetzt viel zum Lesen hier. Halbgötter in Weiß. Professor Geigax Notizbuch. Ich konnte mit der neuen Methode endlich Fortschritte erzielen. Die Erfolgsquote liegt bei 40% der Versuchspersonen. Jene Versuchspersonen, bei denen die Methode nicht anschlägt, reagieren auf keinerlei äußere Reize mehr. Dennoch kann das laut Schriftsystem zweifellos als sinnvolle Methode erachtet werden. Unabhängigkeit von ihrer Muttersprache oder Herkunft lernen die Versuchspersonen recht schnell die Gesänge fehlerfrei wiederzugeben. Dies gelingt ihnen, obwohl sie keinerlei geistige Eigenständigkeit mehr besitzen. Bedauerlicherweise ist einer der Auserwählten weiterhin widerspenstig. Die Isolation und der Nahrungsentzug haben ihn in seiner Ungehorsam sogar noch bestärkt. Bei einem anschließenden gut gemeinten Gespräch wurde der aufbrausend, daher sah ich mich letztlich
zur Entfernung seines Frontal- und Temporalabens, keine Ahnung, wie das heißt, zu wirken. Sein trotziges Wesen ließ sich doch auch dadurch nicht bändigen. Ich darf nicht zulassen, dass er die anderen Auserwählten negativ beeinflusst. Daher bleibt nur ein Ausweg. Ich werde veranlassen, dass er im Brunnen entsorgt wird. Oh je. Grausam. Wie oft kommt es jetzt noch? Oh, ich dachte schon, es geht schon die ganze Zeit. Was gibt's ja noch? Geheimnis des Institutes. Oh. Piep, piep. Och nö. Very professional brain dissection. Schnell weg hier. Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Warte, hier was? Full grain leather straps. Impossible to escape. Ist hier irgendwas noch? Ich kann auch noch durch, oder? Oh, hier geht's irgendwo runter. Oh je. Get out of my head! Your iron fisters devoid of soul. Find reverence for the one that trembled. Lord! Left your splinter your soul and become a servant. Ah. Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched Oha. do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken and let the Awaken and... Oha. Was war das jetzt? The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. Boah, wie das aussieht. Schnell weg hier. Piep, piep, piep. Okay. Kommt einfach so ein Aufzug. A hydraulic elevator? How ingenious. Ja. Aber schon ein bisschen gruselig. Einfach am Aufzug runtergefahren hier. Oh, ich kann jetzt hochfahren. Cool. Praktisch, praktisch. Brauche ich nicht über die ganzen Türen da wieder laufen. Watson? Wenn's... Holmes, What are you still doing here? still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Vielleicht Says war das the man who looks like he saw a ghost. Sessel I'm fine, Watson. bequem You're gewesen, hardly dass ich fine. You reek of aufstehe. congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Okay, ich würde sagen, ich gehe ganz kurz auf AFK und dann machen wir auch gleich weiter, würde ich sagen. Ich lasse es einfach
so offen. Und ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, es passiert nicht irgendwas. Gut, bis gleich, Leute. Oh, ich bin jetzt wieder da. Und gleich sofort weiter. So. Versuchen wir mal. Immer noch mal. Vielleicht finden wir noch mal Hinweise. Was ist hier passiert? Warum ist sie tot? The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. Ja. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The patients here wear the same robes. Oh, die Puppe. Ich hab's gewusst, dass es wie eine Puppe ist. Heidi, how did it end up here? We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Ines Nummer. Und hier. Okay, habe ich alles gelesen? Gedankenspiele können wir machen, okay. Wohin führt die Spur als nächstes? Gute Frage, ne?
Ah, Kernpforte. Gedicht. Ich mach jetzt mal alle Briefe vielleicht. Ja, solche alle Briefe. New Orleans in den Vereinigten Staaten. Okay. Spur in New Orleans. Mehrere Hinweise deuten auf dem New Orleans als nächstes Zielort unserer Ermittlungen hin. Die Entführer haben die Dienste des dort ansässigen Bankhauses E.B. Cray für den Verkauf von Edelsteinen in Anspruch genommen. Also ich habe alles hier drück. So, anheften. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Im Auge des Wahnsinns, cool. So. Gucken, was jetzt kommt. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits. What dangers lurk in the darkness? Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Sieht cool, so ein Zug. Ist ganz alleine da drin. Of course. Thank you, John. Okay. Wasserratte wird einfach bewusstlos. Und da. Stimmt, das hatte ich auch mal, glaube ich, bei Chapter 1. Das ist auch bewusstlos gewesen, wo ich einfach nur in die Witze rumgetreten bin. Gut. Der Outside ist Kapitel 4, die Neuankömmlinge. Ah, Holmes. After
after our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World eat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Diese Why don't Ornamente we von find a hotel diesen, first? von We dieser shall rest Weste, when our richtig cool investigation is gemacht. over and not a moment Richtig sooner. schön. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Oh, die klauen uns einfach. Good Ey. lord, what have you done? That's my Oder stuff. nee, I'm sorry, mister. It was an accident. aufräumen, sofort. It's fine, it's fine. I'll just put everything back. Where are the socks? Muss was warum Socken? Eieieiei. Kann mit den Leuten reden? Mhm. Wer verbirgt sich hinter A? Kann man schon was. Mr. Gray. Gut, wir heften uns mal den Hinweis an. Ah, jetzt können wir mit den Leuten sogar. Hallo, nicht so eilig hier. Jetzt können wir mit denen reden hier. Do you know anything about this? Ah, I know this. Yeah. Let me help you. Bankhaus Ewe Gray. Die Bank befindet sich in der Straße oberhalb des Hafens, links am Hafenamt vorbei, gegenüber von Chinatown. Is this familiar to you? Can't say I've ever heard about that. Can I ask you a question? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Jetzt. Komme ich hier raus? Hafenamt. Okay, wir sind jetzt hier in der Nähe. Is this familiar to you? That's not something I know, sir. Someone else might know more. Ist das hier das Hafenamt? Aber ist schick. Ne, New Orleans Union Station ist das. Ist nicht dieses Amt. Gleich hier, oder? Police Department. Okay, geht's nicht rein. Ich denke mal hier, das eine Gebäude. Hier vielleicht, oder? Ist auch bestimmt Police Department. Ah. Es sieht ein bisschen so aus wie bei Red Dead Redemption, glaube ich. Gibt auch so ein Dörfchen hier. Das alte Züge und so. Finde ich in das Amt hier. Oh. Gibt's nur Fenster, keine Tür oder was?
Newsstand. Finde ich dieses Ding. New Orleans Hort. Pianos, Organs. Limited. Ach. Ach. Mr. Frank Barnaby, right? Auction's about to start. Kurzsichtig. Da war eine Waffe in der Hand. Versteckte Boulevardzeitungen. Hat etwas in der Tasche. Der Wachmann vor der Bank gibt ein bemerkenswertes Bild ab. Er liest mit einem Sandwich in der Tasche ein Schmierblatt mit der Schlagzeile Abraham Lincoln lebt und wirkt so wie ein paranoider Narr mit geringem kulinarischen Anspruch. Sein Blinzeln deutet darauf hin, dass er extrem kurzsichtig ist. Okay. Oh, was ist gemacht? So. Ich bin Frank Barnaby. In the flesh. Now, if you'll excuse me. Well, hold up. Written invitation first. Can I present another piece of identification? Nope. That's why we send the invitation. Der scheint lügt. Aber wo ist... Holmes, over here. Any luck? None. They're holding an auction, invitation Ich wollte kurz only. das eine noch The good news gucken. is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby. Darf ich most jetzt mal likely a bitte local. kurz... And you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Wo geht's? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. Closed So. auction, gems sold. By invitation only. Lichtstein Aktion, Schwarze Opale, Bankhaus Gray, herzlich willkommen. Ah, hier ist dieses Dings. Okay. Gibt's hier noch? Excuse me, just one question. Don't be angry with me, sir. But I don't know.
Ja, sonst gibt's ja nichts. Move along, mister. Ain't nothing here for you. Hier ist irgendwas. Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. Trophäe. Looks like someone's nightmare. Wo ist also irgendwo in der Mitte ein Vermissten? Vermisstenanzeige sein. In der Mitte. Hier ist keine Vermisstenanzeige. How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Gibt's sonst nichts? Was ist das hier? Was ist das hier? Geht da doch bar. Do you know anything about this? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Hafenamt. Ich wüsste, wo dieses Hafenamt ist. Vielleicht direkt hier beim Hafen. Hier sind so welche Zeitschriften.
ist echt komisch. Ich finde es hier nicht. Ich habe ja alles geguckt. Notary Public. Mann. Ich guck mal, was ich alles für Hinweise habe. Ich fand dann Hafenamt. Hier ist doch der Sektor. Ach, hier, Office. Oh, doll. Hab's gefunden. Vermisstenplakat vermisst. Sandhau, 34 Jahre alt, zuletzt in Chinatown gesehen. Büro des Sheriffs von New Orleans. Endlich gefunden. Ich dachte schon, ich mit dem nichts mehr. Our ship leaves tomorrow morning. No room for sightseeing then. More people missing here too. So. Jetzt haben wir eine Einladung. Dr. Barnaby Einladung. Passt dann noch eine Zeitung. Bankhaus veranstaltet Auktion. Das Bankhaus E.W. Gray veranstaltet eine Auktion in geschlossener Gesellschaft und bietet damit Liebhabern von Edelsteinen die Gelegenheit, schwarze Opale zu ersteigern. Die Bank hält sich hinsichtlich der Herkunft dieser seltenen Edelsteine bedeckt. Die Bankangestellten Zoe Clemens bestätigt jedoch die Echtheit der angebotenen Opale. Ich kann ein bisschen die Leute ansprechen. Do you know anything about this? Oh. You're a lucky man. I know about this. Aber eine Katze. Mr. Frank Barnaby. Die Einheimischen sagen, dass er in Chinatown einen Laden namens Barnaby's Hidden Games hat. Hidden Games. Okay, das heißt, wir gehen nach Chinatown. Chinatown war in Richtung hier lang, glaube ich. Ich hab's eilig, sorry Leute. Deswegen renne ich die alle um. So, okay, der Laden heißt Barnaby's Hidden Games. Barnaby's Hidden Games. Is this familiar to you? I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Ja, wenn man rennt, ey. Wieder Laterne. Was ist das für ein Laden?
Hm. Geht die Gartenbar. This place has a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. Ja. Ja, ja. Oh, ich hab doch nichts gemacht. Boah, schlecht jetzt. Über Katzen hier. Bin ich wieder hier? Ich bin ganz falsch gelaufen. Kreonviertel oder was? Niemals im Kreonviertel. May I ask you something? Sorry, mister. Can't help you. Ask someone else. Ich muss in Chinatown bleiben. Casino. Hier, ich hab's. Das ist hier der Eingang, oder wo? Ja. Locked. No one's here. Gehen wir durchs Fenster. Rather unassuming for a jewelry store. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Rather unassuming for a jewelry store. Die haben beide, glaube ich, geredet. May I ask you something? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Mr. Frank Barnaby. Die zwei Gentlemen sagen, dass Mr. Barnaby ihnen Geld schuldet. Er ist als Alkoholiker bekannt und betrinkt sich offenbar gerade in einer hiesigen Bar namens Gator im Kreolviertel. Es soll an einem gelben Hut und einem grünen Jackett zu erkennen sein. Also gelben Hut, also Hut gelb und grünes Jackett.
Okay, dann schauen wir gleich mal nach. Moment. Gut. Also wir waren eben nicht falsch gewesen in der kleinen Gasse da. Aber... Hier waren wir in dieser Gettenbar. Viertel. Also er hat einen gelben Hut. Hier ist er. Barnaby, unconscious, but with his eyes open. Okay, der ist jetzt schon dicht, glaube ich. Einladung zur Aktion, Mr. Barnaby. Das Bankhaus E.W. E.W. lädt Sie herzlich zu einer Aktion in geschlossener Gesellschaft ein. Wir freuen uns, eine Kollektion seltener und außergewöhnlicher schwarzer Opale anbieten zu können. Kontaktieren Sie für weitere Informationen bitte unser Personal. Wir würden es sehr begrüßen. Achso, wir würden es sehr begrüßen, Sie mit Ihrem saubersten Anzug und nüchtern in unserem Hause willkommen zu heißen. Sollte es zu einem weiteren unzumutbaren Vorfall kommen, sehen wir uns leider gezwungen, Sie von unseren Liste potenzieller Käufer zu entfernen. Oha. Yep. Look, Watson. The two of you are just alike. Stimmt, das ist irgendwie nicht geil. So I look like a haggard alcoholic. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Dann los. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. Okay, jetzt können wir zu der Bank rein. Jetzt haben wir uns als Barnaby verkleidet. Oh Mann. Schon cool. Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? Wollten die über Schulden? Nee. Darf ich da mal vorbei? Where's the money, Barnaby? Boah, der überall Schulden. I'll wait here so as not to arouse suspicion. So, jetzt können wir rein, oder? Mr. Barnaby. Hat der ein Gewehr in der Hand? Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Okay, gehen wir rein.
So, okay, dann schauen wir uns mal hier um. Heavens, I never seen gems so big. I simply must have them. Schwarzer Opal, Herkunft Australien, Gewicht 40 Karat, seltener Edelstein, vermutlich ein Bruchstück eines auf der Erde eingeschlagenen Meteoriten. Boah, sind die riesig. They're so black, it's like they absorb light. Rather hypnotic. So ist selber okay. Are you able to help me? I'm so sorry. I can't be of help. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. May I ask you something? I don't want to disappoint you, but I'm clueless. Is this familiar to you? I'm sorry, but I've never heard of that. Excuse me, just one question. It isn't possible for me to help you. I'm sorry. This might be useful. I'll make a note. Tafel mit Wohltätern. Das Bankhaus E.W. dankt folgenden Wohltätern der Stadt, die sich um unsere Geldinstitut verdient gemacht haben. Ein französisches Viertel. Atkinson, Star Thomas, Carter, französisches Viertel. Das lese ich jetzt aber das vor. So. 2 Hinweise aktualisiert. Okay. Können wir jetzt mit der reden? Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Wer war der Vorbesitzer? Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. Die Edelsteine sind außergewöhnlich. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Könnten die Edelsteine Diebesgut sein? It doesn't say where these stones came from. No provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Beobachten. Gut, schauen wir den mal an. Großer Filzhut. Überdimensioniert. Also sehr groß auf jeden Fall. Sheriff Crab. Machtposition. Warte. Ups. Schützenkönig. Auszeichnung. Stolz und Wildprallen. Edler Stoff achtet auf sein Äußeres. Polierte Fingernägel, eitel und rechtschaffendes Image. Auf Chef Crab trifft der Satz Hunde, die bellen, beißen nicht zu. Er will den Eindruck erwecken, dass er in New Orleans etwas zu sagen hat, ist aber letztlich nur ein Rädchen im großen Getriebe der Polizeibehörde.
Tatsächlich fühlt er sich in seiner Rolle so unwohl und minderwertig, dass er versucht, seine Unzufriedenheit mit albernen Wettkämpfen, einer modischen Erscheinungsbild und Drohgebärden zu kompensieren. Sagen wir mal gepflegtes Äußeres, aber gefährlich, würde ich sagen. Ach so, durchhalten. Of course I know you, Sheriff. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, 'cause Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. So. Haben wir alles jetzt hier durchsucht? Help me, please. I don't want to disappoint you, but I'm clueless. Help me, please. Hier ist da war jemand hier sein Geld liegen. Alles liegen lassen hier. Ah, okay. Jetzt. Gleich weiter. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin